Und da wären wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XVI. Wir sollen mit Vivian sprechen. Ich weiß gar nicht, warum wir mit Vivian nochmal sprechen sollen. Aber wir tun es einfach. Hi, Brala. Und ich muss auch gleich sagen, jetzt bin ich wirklich so an dem Moment angekommen für Final Fantasy XVI, wo ich echt keine Ahnung habe, was mich für den Rest des Spiels erwartet. Alles andere vorher war so ein bisschen... ging in die Richtung, wo ich mir denken könnte, wo das was passieren wird. Aber jetzt kann ich echt nicht mehr sagen, was noch wirklich passieren wird. Also, ich würde vermuten, dass wir jetzt alle möglichen Kristalle, Mutterkristalle zerstören und was dann kommt, dass wir gegen Ultima kämpfen wahrscheinlich. Aber wie das Ganze abläuft, keine Ahnung. Also jetzt wird's, glaube ich, richtig interessant. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. Allerdings. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. Ja, da war sie aber jetzt ein bisschen enttäuscht. The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Kriegen wir jetzt wieder eine Cutscene? Eine Tatsache. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No. The Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Drachenauge gab es auch noch einen weiteren Kristall, okay? the Grand Duchy of Rosaria. And when the shields of the flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Na, das wird ein Spaß, wenn wir den Mutterkristall zerstören. Da wird es einen ordentlichen Fallout geben für das Land. Of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining mother crystals, or die trying. Bei diesem kleinen Inselchen würde ich mal sagen, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein würde. For control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. Danke, dass du das nochmal erwähnst. Das musste ich jetzt unbedingt nochmal wieder mich dran erinnern. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Okay. Typical nobles. Ich habe übrigens noch ein paar weitere Nebenquests gemacht und so weiter. Also was heißt, ich habe so ziemlich alle gemacht, die jetzt verfügbar waren.
Gibt jetzt nichts mehr. Ich habe auch noch weiter die bestimmten Monster gejagt und sowas. Also nicht allzu viel. Das, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Aber das war es eigentlich auch schon. Mehr gab es eh nicht zu tun. Okay. Jill! Willst du ein Sandwich? You ready? I think so. Jill. When you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drek's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the crystalline Heißt es, dass Orthodox. Clive einen fast 18-jährigen Halbbruder hat? Man who made me do all Ja, those mit unspeakable ziemlicher Sicherheit. Der things. kommt bestimmt noch vor. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Okay, das wird ja jetzt interessant. Keine Nebenquests zu erledigen. Wir haben nur das jetzt vor uns. Wir wollen vom langen Wochenende streamen. Das Lustige ist, als ich gestern hier saß und dachte, Mensch, jetzt habe ich die Pause, saß ich wirklich ein bisschen fast auf glühenden Kohlen so und dachte so, Mensch, ich könnte jetzt eigentlich streamen. Ich habe eigentlich Bock weiterzumachen. Also, ich war so weit in Fahrt gekommen, dass ich eigentlich dachte, okay, ich will eigentlich doch weiter streamen, aber ich habe mir die Pause dann doch gegönnt. Einfach, aber eigentlich wollte ich weitermachen. Die siedende See. Das Wasser so warm hier? Anscheinend, ja. Es dampft ja regelrecht. Okay, das heißt ja siedende See. Ob das an dem Mutterkristall liegt? Okay, mit ziemlicher Sicherheit. Sieht sehr dunstig aus. Ja, ich glaube, der Mutterkristall hitzt einfach. Useful trick. Freezing and throwing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? Sie The macht den Masters Nebel. made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I Stirbt have to sie. do Oh this, nö. whatever the cost. Das war doch bei Sid genauso. All right. There she is. The Iron Kingdom's Mother Crystal. Drake's breath. Ja, so wird es, glaube ich, ein bisschen beschrien, ja. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right.
Let's go. Feuer und Eis. Let's go, lesbians! It would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Die Musik ist jetzt schon so, okay, hier geht gleich. They're all archaic. The ether flood must have spread. It was never as bad as it was before. Die And the only gleich way past them. die Kacke am Dampfen los hier. Oder so ähnlich, wie man es auch sagt. Ach ja, ich habe... Das habe ich noch erkannt, ja. Das habe ich... Sollte ich vielleicht... mal erwähnen, ich habe einen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Leute, macht mal hier ein bisschen Ruhe. Hey, Level up. Ein Level hoch. Kann der Tornado auch bitte... Ja, ich wollte gerade sagen, der braucht ein bisschen hier, bis er fertig ist. Was ich sagen wollte, Ausrüstung. Ich habe einen neuen Ausrüstungsgegenstand bekommen, und zwar den Berserkerring. Und der sagt, erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig Kampfkraft. Und ich dachte, ja, okay. Mensch, ein bisschen stärkeren Angriff, wenn man ausweicht, ist ja schön und gut. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass mit diesem Ring die komplette Mechanik des Ausweichens und des Konterns, des perfekten Ausweichens, völlig, anders ablaufen wird. Hatte ein paar Videos auf YouTube gesehen, dass per KI die Cutscenes von Legend of Dragoon aufpoliert haben. Es gibt manche solche Projekte, die quasi die Spiele mit KI Upscaling ein bisschen verschönern. Funktioniert teilweise mehr schlecht als recht, so wie ich das gesehen habe bei manchen Sachen. Aber ja, ist schön. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. Bitch. Wortwörtlich. Die Musik zeigt einem wirklich an, hier geht wirklich gleich ordentlich was los. Habe ich so das Gefühl. Oh, hey, hallo. Mistakes. Too slow. Ui. Au. Komm. Und so sieht jetzt nämlich mein Ausweichen aus. Dank dieses Rings. Komm her. Okay, das hat schon mal funktioniert.
das war Schaden. Super. Hat das funktioniert. Man vergisst aber auch immer, also ich zumindest, wie kulant das Timing hier für das perfekte Ausweichen ist. Robbie! In dem Fall des Drachenauges und dem Krieg im Norden haben wir auch Erklärungen zu Jills Hintergrund. Ja, es gab die nördlichen Königreiche, die auch einen Kristall hatten, aber der ist auch nicht mehr da. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Jill bei uns ist und nicht im nördlichen Königreich, ja. Definitiv. Ich habe echt viel Schaden jetzt genommen hier in diesem Kampf. Überraschenderweise. Auch des Windes. Moment. Ist das nicht sogar... Nee, das ist Windschlag. Hauch des Windes. Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von Windschlag um 11 Sekunden. Ja doch, nehme ich. Weil das sind genau jetzt die zwei Fähigkeiten, die ewig lange dauern, bis sie wieder aufgeladen sind. Die ich gerade benutze. Also behalte ich die doch mal lieber. Warum ist hier ein Nest? Look at this place. What a mess. Wait. Warum musstest du es denn doch auch unbedingt jetzt sagen? Warum musstest du es beschreien? Das ist deine Schuld jetzt, Brawler. Just like old times. Be sure to keep clear of his more. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Komm, greif an. Okay, ich habe zwar gesagt, greif an, aber ich habe ja nicht gesagt, dass du auch treffen sollst. Tot. Tot. Schon fast nostalgisch ein bisschen, ne? Das ist unser erster Boss gewesen im Kampf. Im Spiel. Hahaha. Komm, fall hin, fall um.
finde es ein bisschen schade, muss ich aber ehrlich gesagt auch mal so zugeben, dass die Elementarfähigkeiten auch jetzt nicht irgendwie einen Schadensvorteil bringen. Es gibt sowas wie elementare Schwächen und Stärken hier im Spiel so gar nicht. Ne? Es gibt nicht so, dass es jetzt hier einen Eisgegner geben würde oder sowas. Sondern einfach nur... Oh, cinematischer Angriff? Nee, sieht man nicht. Bäh. Stinkgut. Aua. Gigantischer Sprung. Dieser Morbol ist ein Dragoon. Bitch. Ja. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass... Ah, was ist denn hier auf einmal alles los? Au, 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 au. Morbogun, ja. Ein Morbogun. So nenne ich den. Wo kommst du jetzt raus? Da kommst du raus. Ja. Fuck! Sag mal! Okay. Meine Güte! Hat schon Borbol erledigt. Das war jetzt schwieriger, als ich angenommen hatte. Press on. Yes. Der hat sich aber auch noch ein Morbol irgendwo versteckt, ne? Ich meine, das Gefühl hatte ich schon die ganze Zeit gehabt, als ich das Nest allein schon gesehen habe. Oh, hier ist warm drin. Nicht wie bei uns, wo es angenehm kühl ist überall. Ich könnte neue Heilgegenstände gebrauchen jetzt. We're inside the volcano. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Das liegt daran, weil ich hier bin. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong.
Sehr schön. Und wir bekommen Heiltränke und Reichszähne. Wunderbar. Wir haben fast unsere gesamten Heiltränke wieder aufgefüllt. Wir haben alle Heiltränke aufgefüllt. Sehr schön. Dragonette. Warum klingt das irgendwie wie eine Beleidigung? Du olle Dragonette. Okay, komm her. Hihi. Wäre übel cool, wenn die Elemente sich auch irgendwie verbinden würden, wie bei Breath of Fire 4. Wo man irgendwie aus Wind und Feuer wirklich einen Feuersturm machen könnte. Wusch. Nochmal blutige Haut. Immer wieder schön, die in einer Kiste zu sehen. Fuck. Is there no other way across? Du bist der Dominant eines Feuer-Icons. Ich meine, ein bisschen Hitze dürfte dir doch nichts ausmachen, oder nicht? Oder wir könnten einfach Jill fragen, dass er das ein bisschen einfriert. Kurz euch. Ja, der Loot in diesem Spiel ist schlecht. Kurzum. Kann man nicht anders sagen. Der Loot hier im Spiel ist leider nicht gut. Nettes Detail, dass man gerade Jill schwitzt. Ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Dass sie jetzt aber hier ständig auch ihre Fähigkeiten einsetzen muss und schon gezeigt hat, dass sie Probleme hat. Ich habe das Gefühl, dass wir hier in diesem Bereich Shivas Fähigkeiten bekommen. Ob deswegen Jill jetzt hier stirbt oder ob wir sie einfach ihr nehmen, weil sie nicht mehr haben will. Ich hoffe auf Zweiteres, dass sie quasi ein normaler Mensch wird. Aber das wird sich alles noch zeigen müssen, weil ganz ehrlich, wenn jetzt Jill hier in diesem Bereich stirbt, dann wäre ich doch wirklich äußerst traurig. Perhaps not alone, but in numbers like these. Batch. Der Wirbelsturm ist nützlich, einfach weil er auch einiges an Gegnern einfach ein bisschen auf Trab hält. Würde ich mal so sagen. Oh.
Nee, geh weg. Natürlich gibt es hier im Spiel auch kein Friendly Fire. Wäre auch nur zu schön, wenn sich die Gegner hier auch selber schaden würden. Ja, im Nachhinein überrascht es mich, dass es nicht so viele von denen bisher gab. Oder kamen die bei Sidequest Bomber noch vor? Na, wir hatten ja Bomber in einem, als wir in den gefallenen Ruinen waren ja Bomber da. Da haben wir sie gesehen. Oh, Wahnsinn. Häufig vorkommen. Und hier macht es ja auch irgendwo Sinn, dass sie hier sind, ne? Drake's breath. We're nearly at the oratory. Vollständig geheilt. Das will heißen, wir sind kurz vorm Ende hier schon fast. Was bist du denn? Ein Rot? Hell is that? I have absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Nix ist mit Folger. Das kannst du aber gleich mal knicken, Junge. Nix ist, sag ich doch. Ja, fast ein Dark Souls Gegner hier. Oh, das lief. Oh, das war sexy. Gerade. Das ist einfach nur ein Flan. Die üblichen. Ne, die üblichen Schleimgegner, die es ja in Final Fantasy gibt. Besonders bekannt aus Film und Fernsehen, ne? Final Fantasy X. Und da rollte der Rest noch ein bisschen weg. Drielarmbänder. Sind die besser? Tatsache, wir haben endlich mal einen Ausrüstungsgegenstand, der besser ist als das, was wir schon seit Ewigkeiten haben. Mein Favorit sind die Schleimer aus Final Fantasy IX. Die waren einfach monströse Vanillepuddings. Daran erinnere ich mich. Die sahen wirklich komisch aus. Die sahen echt strange aus. Die hatten was. Aber mir sind einfach die in Final Fantasy IX am ehesten im Gedächtnis geblieben, einfach weil es so viele von denen gab. Und dann in verschiedensten Größen und Elementen. Hey! One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Why attack us then? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Er rauf! Oh, er brennt.
Genau, der war Teil eines Tutorials. Stimmt, du hast recht. Nix ist. Shit. What's it doing? Ekstase. Good, I'll wager. Nice try. Er macht einen... Wow. Final Fantasy 10. Genau rein ausgewichen. Oh, er hat sich abgekühlt. Sehr schön. Ja, zu früh ausgewichen. Der Rauch. Too slow. Well done. Au! Oh, der Tornado folgt ihm auch. Ja, sehr schön. Genau reingesprungen. Too slow. Gott, bin ich heute schlecht im Ausweichen. Ekstase waren die Limit Breaks in Final Fantasy X, definitiv. To me, boy. Nice try. Ich bin noch ausgewichen. Not good. I failed. Oh. Ich wollte den Bosskampf so schnell wie möglich zu Ende bringen What's it doing? und hab einfach... Oh, wir haben aber zumindest... Nice try. Wir fangen zumindest nicht ganz von vorne an. Das ist schon mal schön. Too slow.
Dieser Hüpfangriff hat mir die größten Probleme bisher bereitet. Aha. Aber schön, dass man nicht komplett den gesamten Kampf nochmal von vorne machen muss. Das wäre wirklich unschön gewesen. Nix ist. Nix ist. Nix ist. Oh, sämtliche Angriffen ausweichen, ohne dass er auch nur einmal an mich herankommt, ist unglaublich zufriedenstellend. Das ist wirklich so richtig. Bye bye. Ich meine, du hast die ganze Zeit in der Lava gelebt. Ich glaube nicht, dass diese Lava dir jetzt was ausmacht, oder? You hurt? Just hot. Ich weiß, ich bin ja hier. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Ja, eigentlich wärt ihr jetzt schon längst tot, glaube ich, durch die Hitze. Ihr werdet gut durchgebacken, eigentlich. We'll enter the So richtig durchgeröstet. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Ist hier irgendwas? Nee. Erzähl mir nicht, hier lebt jemand. Das wäre es nämlich noch. Und wer bist du jetzt? Und wer seid ihr jetzt? Warum habt ihr ein Lagerfeuer an? Würde ihr einfach nicht die Tür aufmachen und raushalten und dann ist das Zeug gebraten? Wer seid ihr? Lady Marley, it's me. By some mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. I'm so glad you're safe.
And I you. Woher kennt ihr euch? Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? At this hour, he'll be in the comwreck, giving thanks. You mean... Oh, that fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley. Active Time Lore. Marley, wer bist du? Marley wurde als Kind von den Eiseren aus Rosaria nach Rosrasus verschleppt, wo sie dazu gezwungen wurde, den Priestern der kristallenen Orthodoxie zu dienen. Als Jill Jahre später nach ihrer Verschleppung ebenfalls dort eintraf, nahm sich Marley des verängstigten Kindes an, wie die Mutter, die Jill nie hatte. Und Leute tragen außerdem noch dicken Pelz in einem Vulkan. Ja, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Rosrasus ist eine vulkanische Insel, wo wir uns gerade eigentlich so ziemlich befinden. Die innere Heile... Ja, okay, wir lesen uns jetzt nicht alles durch. Den Rest können wir ja schon irgendwie... Oder gibt es jetzt irgendwas, was ich hier nachschauen sollte? Wo jemand nochmal irgendwie Info braucht? Weil ich brauche es jetzt eigentlich nicht. Ich habe schon so ziemlich im Grunde verstanden, was los ist. Ich wollte nur wissen, wer Marley eigentlich genau ist. You must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Follow this passage. Er spricht es als Durstanus aus. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. Die ist sowas von tot. I'll live if you promise to do the same. Come on, Clive. We're nearly at the comwreck. All right. Wäre ich schnieke, wenn Jill auf ihrer Reise zuvor mit Clive über Marley geredet hätte. Mit Mini-Flashbacks. Ja, ich sag's schon. Diese 13 Jahre, die jetzt Jill und Clive in Sklaverei verbracht haben, davon haben wir, finde ich, einfach nicht genug gesehen. Wir haben ja eigentlich gar nichts davon gesehen. Ich hätte gerne mehr einfach erfahren darüber, was da passiert ist. Da fehlt's mir ein bisschen. Ich verstehe, warum sie es nicht eingebaut haben, einfach für Pacing der Story her, der Handlung. Aber es wäre schön gewesen, dann doch mal was zu sehen, zumindest irgendwie in optionalen Flashbacks vielleicht. Das wäre schön gewesen, wenn man wirklich sich einfach gedacht hätte, okay, wenn man irgendwie mit Vivien oder sowas redet, dass man noch kleine Episoden extra so machen könnte, die die Vergangenheit so ein bisschen erzählen.
Okay, ich glaube, hier geht's weiter, aber hier war doch noch irgendwas. War hier hinten noch irgendwas. Die sankte Musik im Spiel muss ich später auf YouTube finden. War auch schon in Orgelflamme gut genug. Soundtrack ist, glaube ich, der Aspekt, den bei meisten Final Fantasies einfach so zu 100% nie sich beschwert werden kann drüber. Da ist wirklich nie was dran auszusetzen, weil die Leute wissen, weil die Entwickler wissen, wie sehr Musik mit Final Fantasy verbunden wird. Und wenn es einen Aspekt gibt, in dem sich Final Fantasy nicht erlauben kann, irgendwas Halbherziges abzuliefern, dann ist es Musik. How many of them are there? Too many. Fuck. Ui! Das hat. Wesentlich besser funktioniert, als ich angenommen hatte. Ja, den Angriff sollte man... Au. Nix ist reicht auf die ganze Zeit. Wow. Sehr schön. Von Rüstung und so weiter fühlt sich das Ganze auch und Designs auch sehr stark etwas ein bisschen hinterwäldlerisch an, ne? So, das ist alles sehr altmodisch im Vergleich zu wirklich jetzt in diesem Fall modern erscheinenden Lederrüstungen, wie jetzt von Clive zum Beispiel. Das hier ist alles so irgendwie, die sehen aus, als wären sie direkt aus Dark Souls oder sowas entsprungen. Aus so irgendwie den Sumpfländern. Wo Pyromantie herkommt oder so ähnlich. Clive, there's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. Hände schwitzen. I faced my demons. Then you must face yours. In den ersten Beiträgen gilt das Eiserne Königreich barbarisch, da sie eher Keulen und Äxte als Waffen verwenden, im Gegensatz zu Schwertern, und sind auch in der Hierokratie. So, oder eine Theokratie vielleicht auch, ja. Oder eine Hierokratie, kann natürlich auch sein. Ich weiß es gar nicht jetzt. Wollen wir mal schnell nachgucken? Steht ja hier. Obwohl es sich um eine Monarchie handelt, ist die mächtigste Person im Königreich der Patriarch. Der oberste Priester ist... Ja, okay, hast recht. Hattest recht. Oh, wir sind am Ende angekommen. Wir sind schon da.
Hallo, Boys! We're nearly there. Just one last push. Au. Oh, wie sie rumfliegen, die Jungs. Okay, das war übel böser Schaden. Ich hätte es auch ehrlich gesagt ein bisschen schöner gefunden, wenn manche Fähigkeiten auch meine Limit Break Anzeige irgendwie ein bisschen nutzen würden. Jetzt in diesem Fall ist wirklich die Limit Break, der Limit Rausch, wie auch immer man es nennen will. Halt nur zur Verwandlung hier gut, ne? Da. Und es hätte, ich hätte es schön gefunden, wenn wirklich es noch Fähigkeiten gibt, die diese Limit-Rauschleiste noch irgendwie anders nutzen. Dass es jeder Icon irgendwie noch eine Superfähigkeit hätte. Und die man dann ausrüsten kann und anstelle von Verwandlung dann diesen Superangriff macht. Das hätte ich persönlich schön gefunden. Diese Standardverwandlung ist natürlich gut, die passt, die funktioniert, ist kein Problem. Aber ein bisschen mehr hätte man damit machen können. Okay. Ich warte, bis ich völlig aufgeladen bin. Bis meine Fähigkeitenleiste, die könnt ihr nicht sehen. Aber die braucht gerade ein bisschen aufladen. Aha. Jetzt. Das dürfte jetzt der nächste große Icon-Kampf werden können. Und die opfern jetzt hier Kinder oder sowas? Tatsache, die opfern hier wirklich jemanden. Okay, den haben sie schon. Okay, ist schon zu spät. Ich bin mittlerweile über das Ganze hier komplett abgestumpft. Das ist... Mich schockiert's gar nicht mehr. Das ist... Ja, okay. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid. Ist das wirklich die beste Situation, jetzt irgendwie einen auf Arroganz zu machen? Ja, okay, ich bin hier im Rechten. Hier sind zwei Dominants und von einem weißt du, dass ein Dominant hier ist. Du weißt, dass du tot bist. To set foot in the holy Cymrich. It
is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. Bitte nicht sterben jetzt, Jill. Bitte I will nicht. be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me. Kill them. Das wird bestimmt super laufen für euch, Jungs. Ja. Ein paar normale Menschen gegen 2 Dominants. Wie hier das wohl endet. Ach, guck mal, wer da ist. Oder nicht? War das jetzt Joshua oder war das jemand anders? Ich glaube, das war jemand anders, oder? Gekohlte Fanatisten. What the fuck? Nicht sterben jetzt. Bitte nicht. Oh, komplette Verwandlung jetzt anscheinend. Ich mache mir übel Sorgen um Jill gerade. Beim letzten Mal ist Sid gestorben. Why can't I do it? Ja, das ist doch mal eine Arena, die wir uns jetzt hier gebaut haben. Please, just once. Das hat doch funktioniert. She won't be able to hold that lava back forever. We better make this quick. Au. Erinnert sich wer an Demon's Souls, an den Kampf gegen den Firelurker oder wie er hieß?
Okay. Der Schmelzkäse kommt in die Arena. Wir haben ein Problem. All right. I won't take long. Gelenkig, der Junge. What the fuck? Okay, ich hatte gedacht, dass ich das kontern könnte. Konnte ich nicht. Das ist halt... Das hat was von einem klassischen... Ifrit eigentlich jetzt hier so, ne? Nee. Okay, jetzt hat es wenigstens einmal funktioniert. Größtes Problem dieser Fähigkeit erstmal, man sieht einfach nichts. Vollkommen daneben ging das. What? Nicht verbrennen, Torgel, bitte. Boah, meine Güte. Fuck. Der ist echt...
Au. Dieser Kampf ist echt... Meine Güte. We carry on. Hup. Also mein Gott, ohne Scheiß, dieser Kampf ist einfach... Wirklich einfach unaufhörlich alles. Wo ist... Au. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen... Oh. Im Englischen sagt man zu diesem Kampf relentless. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch man bezeichnen würde. Einfach unnachgiebig. Wäre, glaube ich, die beste Bezeichnung dafür. Weil das hier ist echt einfach das... Der hörte einfach nicht auf, der Junge. Das war einfach... Wir haben eine flüssige Flamme, wird zur Herstellung benutzt. Ja, okay, da können wir eine neue Waffe vielleicht draus machen. Jill! Ja, wir merken schon, diese Icon-Kräfte ziehen wirklich einiges... To finish this, Clive. Nehmen einiges mit sich. Jill, nicht sterben, bitte. Nö. Nö, 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 nö. Here. Use this. Was für ein Boss kommt jetzt noch gleich? Wenn überhaupt ein Boss kommt. Wo ist übrigens der Patriarch geblieben? Ja, am Ende kommt jetzt nochmal ein Teil von... Watching, Sid. We're one step closer to freedom. Ach, da ist er ja doch. Crystal! What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? But... Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed Ja, danke. Dankeschön. and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you.
It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Toggle? Ja, so nebenbei, der Kristall, der verschwindet gleich. Ich würde mich verpissen, so schnell ihr könnt. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Oh. Damn it. We need to leave. Agreed. Und das ist nicht Joshua. Das ist jemand anders, der da steht. Dieser Kapuzentyp ist jemand anders. Ob das auch wieder Ultima ist? I kept my promise, and now you keep yours. Sie hat überlebt. Schön. Vermächtnis. Währenddessen. Jedes Mal, wenn wir irgendwie einen dieser Mathe-Kristalle zerstören, gibt es einen währenddessen. Kristallpass. Ja, das ist natürlich jetzt auch der Mutterkristall von Phoenix gewesen, ne? You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well... Das ist nicht die Verkäuferin, die uns angesprochen hat? Ja, genau, das ist das Mädchen aus der Mick hier. For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. Auf der Brust, das Loch. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbrec? He has many titles. Dion the Bold, Prince of
I met him once when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. Ui, Drogen. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. Das will ich auch kurz mal erwähnt haben. Merkt ihr eigentlich auch, was auch so ein bisschen die Thematik hier im Spiel ist, neben Sklaverei und Unterdrückung, ist Stagnation der Welt. Die Menschen sind völlig abhängig von diesen Mutterkristallen und der Magie, die sie von diesen Mutterkristallen bekommen. Wenn ihr euch zurückerinnert, als wir zum ersten Mal im Versteck waren mit Sid, ganz am Anfang des Spiels, hat er gesagt, ja, wir können trotzdem noch hier Pflanzen anbauen und das wächst auch. Es ist zwar schwierig, aber wir kriegen es hin. Und da müssen wir wirklich dran arbeiten und wirklich einfach richtige Agrarwirtschaft leisten, im Prinzip. Und das Ding ist, die Menschen hier haben es sich einfach so einfach gehabt, jetzt mit den Kristallen und sowas, wo du einfach Magie nutzen kannst und plötzlich wächst der Scheiß. So, ne? Du kannst einfach gießen mit einem Kristall, mit einem Wasserkristall, hast es gegossen und fertig ist. Und jetzt mehr und mehr stellt sich eben heraus, dass diese Kristalle keine gute Idee waren. Denn für dieses einfache Leben wird die Welt zerstört. Auch wieder so Umwelt-Message, wie in Final Fantasy VII, ne? Und auch, was ich sage, die Stagnation der Welt so ein bisschen, weil alle auf diese Kristalle angewiesen sind. Technologie schreitet nicht voran, wahrscheinlich. Und alles ist irgendwie immer noch so gesellschaftlich wie im Mittelalter. Obwohl es eigentlich schon wesentlich weiter hätte fortschreiten können. So ist meine Vermutung. Nein, natürlich nicht. Videospiele sind nicht politisch. It is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Jota. Jota heißt sie, okay. Dein Timing ist aber auch wirklich großartig manchmal. Meanwhile! Randale. Wir sind in einer Randale in Dalmekia. Oh, es hat geblitzt gerade hier. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain Der its Blitz hat legitimate gerumpelt. However, Ich lasse mal our die casualties Cutscene now weiterlaufen. Ich muss hier mal ein paar Fenster schließen, damit hier nicht irgendwie was passiert.
There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. Habe ich jetzt was verpasst? Would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Jetzt ein Ministerpräsident ist deutlich gealtert. Haben wir den denn vorher schon mal gesehen? Oh, guck mal, wen wir hier haben. Is that the Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. War das der Ministerpräsident? Ich glaube nämlich, dass er das nicht war. Ich glaube, das war jemand anders. Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Gemeinsam mit dem Kriegsminister. Okay. Daran erinnere ich mich jetzt gar nicht so genau. Ich dachte, das war der Kriegsminister, ja. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Ach so, der neue Sid. Own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbrek in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sambrek. And when your father goes to meet Great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image.
Du redest sehr mit dir selbst, sehr viel mit dir selbst. Soon. Okay. Das erste Mal, dass wir die wieder nach dem Zeitsprung gesehen haben, ne? She's been in there for hours. Something must be wrong. Na? Geht's Jill nicht gut? Is it true what I'm hearing, Sid? One day, I want to sail all. Und nach wie vor, es geht nur noch hier um Story. Nebenquests werden off-stream gemacht, weil die meisten davon sind einfach nicht interessant genug, um sie irgendwie hier im Stream zu machen. Ich will nur einfach mal zumindest mal schnell schauen, was hier so für neue Monster sich am Jagdbrett befinden. Secreto? Irgendwie. Moment, Secreto, das ist doch einer der Brüder aus Final Fantasy VIII. Minotaurus und Secreto, genau. Und so ein Ding, okay. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Understood. And thank you. The curse has spread. Make sure she rests. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Oh. Clive, where are you? Oh, Gav. In here. What's wrong? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. They're raising hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. Und wir müssen natürlich wie immer direkt reintrappen in die That's Falle. exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt.
Hugo must die. Lost enough Die höchste friends to Schwierigkeitsgrad im that man Spiel. already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. I should probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. Dann machen wir das. Würde ich doch mal sagen. Eigentlich sollte ich den gesamten Stream so kommentieren. Allerdings glaube ich, das würde meine Stimme nicht mitmachen. We must be ready to leave for Rosalith at a moment's notice. Gov gave you the news then? Oh, du redest auch Ready so, for okay. Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Mach ich. Und vielleicht gibt es noch weitere Nebenquests. Clive! Here you go. Nee. Think you can help? Oh. Hier ist noch eine wichtige Nebenquest. Mit einem Pluszeichen. Ich glaube, die müsste ich dann doch vielleicht mal machen. Vielleicht bekomme ich dafür ein paar Ostenbonbons. Wo ist diese Quest jetzt auf einmal gelandet? Die war doch eben noch da? Da hinten im Garten, okay. Weil dieses Pluszeichen, die Quest mit einem Plus ist immer das, was man eigentlich machen sollte. Die ist wichtig. Was auch immer diese Quest jetzt ist. Botanicus. Sid, I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. We did. Nonetheless, I was wondering if... Well, I know you are from... Apparently, the Duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a Morganbeard. Ich glaube, das ist was wir machen wollen. Ganz eindeutig. I can't say that I've had much practice healing. My youth was spent in the Bailey. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar. And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives. However, as you are well aware, Imperial occupation has rendered the roads unsafe. Now, I'm not asking the... Okay, wir müssen eine Pflanze finden. But of course, if my old tomes are to be believed, the flowers are bright yellow and as large as goblins' eyes. Oh, and they grow in the marshes of Sorrowwise. If I am to propagate them here in the backyard, I will require several samples. Ja, gut. Weil ich glaube, ich weiß, was wir dafür bekommen. Zumindest habe ich eine Ahnung. Das machen wir doch jetzt lieber vorher, bevor wir die Story machen. Wie gesagt, Pluszeichen, Quest. Ganz dolle wichtig. Weil von dem bekommt man auch wirklich was. Was Wertvolles.
Ambrosia! Wie? Dorn- und Muschelschalen kann man ja immer gebrauchen, nicht wahr? Thanks, Gal. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, gegen dich jetzt zu kämpfen. Du bist eigentlich nicht Okay. What the hell is this thing doing out in the ruins? Nice try. Was? Das hat nicht funktioniert? Nix ist. Hehe. Nix. Au. Autsch. Okay, so viel dazu. Ich glaube, ich lasse es doch erstmal lieber bleiben. Mit dem. Weil es heißt ja, dass man von diesen Gegnern auch fliehen kann. Und das tue ich dann auch am besten. Weil eigentlich habe ich ja gar nicht vor, hier gegen den hier irgendwie zu kämpfen. Den mache ich dann später, wenn ich Ruhe habe. Eigentlich will ich ja nur an diese Quest hier rankommen. Mehr nicht. Gehen wir einfach hier anstelle dessen lang, würde ich sagen. Wir machen einen kleinen anderen Weg, der ist, glaube ich, auch schneller. Good girl. Ja, hier können wir den umlaufen. Fuck you. Lasst mich in Ruhe. Wilde Chocobos will ich nicht bekämpfen, dass überhaupt Chocobos normale, reguläre Gegner sind, die man töten kann. Geht mir so gegen den Strich.
Schokobus will ich nicht töten. Size of a goblin's eye. Not this goblin. Certainly wasn't wrong about them being attracted to the flowers, though. Eine Fähigkeit nach der anderen raushauen. Alles einfach. Wow. Hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt hätte parieren können. So, und jetzt können wir in Ruhe Pflanzen sammeln. Bright yellow. These are our Morgan beards, all right. Well, I've gone to this much trouble. Might as well gather as many as I can. There's something familiar about this scent. It reminds me of home. Hopefully this will be enough. I've had my fill of goblins. Und hier ist noch eine Kiste. Warum ist hier eine Kiste? Goblin-Münze. Kann man für Geld ausgeben. Okay. Hier muss man immer ein bisschen viel rumlaufen, wenn man in den Garten will. Das ist ein bisschen... Das Versteck ist ein bisschen groß. So, Nigel. It is rare that we see you so often in the backyard, Sid. What brings you to the gardens? Genau das, woranach du mich gefragt hast. I found your flowers. Yes, yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but we must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the court physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh, allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. I need only a moment to extract the essence from the petals.
And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. Vielen Trank für die Blumen, auch sehr schön. Nixenkelchen. Wird zur Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt. Mittel verstärkt. Das bedeutet? Du hast etwas Nixenkelch-Extrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel verbessert wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke und Steinhaut und Löwenharz-Tonika wirken über einen längeren Zeitraum. Dachte ich's mir doch. Unsere Heiltränke sind stärker jetzt. Ist es nicht schön? Das habe ich mir nämlich schon denken können, dass das passiert. Weil davon habe ich schon gelesen, dass man hier Tränke verstärken kann und auch irgendwie später dann auch noch Quests bekommt, wo man dann mehr Heiltränke tragen kann und sowas. Aber zumindest jetzt, dass unsere Heiltränke stärker sind, ist schon mal... Moment, die muss ich gar nicht lang. Hier drüben muss ich... Ja. Kannst du irgendwas Neues herstellen eigentlich? Sorry, would it be? Nee. Doch, ich könnte ein Platinschwert machen. Das ist sogar besser als das, was ich habe. Should last you a good while. Platin-Gurt. Not bad, if I do say so myself. Platin-Kanonen. Kaboom. Die sind sogar schwächer als das, was ich eigentlich habe. Ein Platinschwert kann ich auch noch verbessern. You can thank me later. Okay. Der Platin-Gurt. My best work, but it'll do. Und die Platin-Kanonen sind generell einfach schlechter als das, was ich jetzt eh schon habe. Okay, ich habe mal ein bisschen neue Ausrüstung zumindest mal bekommen. Hier, das ist ja mal schön. Und ein neues Schwert, das jetzt erschreckend normal aussieht im Vergleich zu den ganzen Fantasy-Waffen, die ich jetzt die ganze Zeit hatte. Well, don't just stand there gawping. Go on then. Ich hätte auch hier ein Platin-Schwert kaufen können, aber ich wollte kein Platin-Schwert kaufen. Aber so kann man natürlich, jetzt verstehe ich auch, was hier eigentlich gedacht ist damit. Somit kann ich eigentlich, na obwohl, ich glaube, das Herstellen ist besser. Ich dachte jetzt, weil der würde ich weniger Materialien verbrauchen, aber dadurch, dass der Schmied ja sowieso von Anfang an schon die verbesserte Variation sowieso schon herstellt, kriege ich sowieso das bessere Zeug. Kaon hat keine Heterochromie, also sie hat ein Glasauge oder so. Haben wir hier irgendwas Neues? Nö, ne? Nö. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. So, jetzt haben wir auch noch alles voll mit Elixieren. Die können wir dann bestimmt sicherlich auch noch irgendwann mal gebrauchen. Finished, are you? Okay. Irgendwas weiteres? Nö, ne? Was am Arete-Stein ist, ist sowieso klar. Nee, okay, Vivian. Müssen wieder mit der quatschen. Wir mögen Vivian sehr gerne hier. Anscheinend im Spiel. We stand Vivian. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost.
But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buet Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way, and so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Haben wir Gav diesmal bei uns? Brauchen wir was Neues. Wusch. Ui, hier ist ja schon was los. Fortify the castle gates at once. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now.
but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. All this for one man? They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Nicht in der Öffentlichkeit auf jeden Fall. Wir mussten selbst nicht über den Norden nach Rosalith reisen. Ja, ich bin auch gerade überrascht, dass wir eigentlich schon einfach da sind. Was schön ist. Das ist angenehm. Weil die Reise mussten wir nicht sehen. Das Gebiet kennen wir schon. Hey. I thought I was ready for this, but... I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Hey, Doggo. Ein Dolch durchs Herz, ja. This isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Ja, hier ist echt... Ach du meine Güte, hier ist wirklich alles tot. Why do this? Clive, we can get through here. Bitch, du bist tot. Schutzmagie. Einige Gegner wirken die Magie Protest, um die Verteidigung ihrer Verbündeten mit einer Schutzschild zu erhöhen. Schütze Gegner erkennen zum Zerstören dieser Schutzschilde eignen sich besonders Magiegeschosse. And there's only one fitting punishment. Ey, greif doch nicht Jill an! Der Typ, ey! Nach Vivian hat also Hugo sich den Mutterkristall mehr oder weniger angeeignet, indem er die Führung über die zuständigen Truppen aufkaufte. Ja, er ist halt quasi zum einen quasi der stärkste Kämpfer in Dhalmekia und wahrscheinlich auch so der reichste Mann in Dhalmekia. Also er ist im Prinzip der Herrscher von Dhalmekia. Nicht der Ministerpräsident oder sowas, sondern Kupka. Hugo Kupka ist der Herrscher von Dhalmekia. Vielleicht nicht offiziell, aber in Praxis schon. Okay, das sind kaiserliche Soldaten, die können uns eigentlich egal sein. Ja, okay, der ist doch schon tot. Look what we have here. Gentlemen!
Ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen zugucken. Die kaiserlichen Truppen so abgemuckst und schwach zu sehen, ist auch seltsam. Ja, das Ding ist, die starken Truppen sind ja woanders. Ne? Das war albern. Ja, ich weiß, aber genau deswegen habe ich es gemacht. Ja. Die starken Truppen der Imperialen sind ja woanders. Die sind ja bei Balut eher, ne? So wie ich das verstanden habe. Das hier, die haben kaum Gegenwehr hier erfahren, weil hier niemand kaum wirklich ist im Moment. Out of our way. Hat mir gerade angezeigt, dass Strom gerade nicht da ist oder sowas? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Geh mal wieder lieber ans Kabel bitte. Aber wer zaubert denn jetzt hier schon wieder? Ist das. Okay. Oh. Achso, ich habe nur eine Trophäe bekommen. Okay, ich habe jetzt drauf geachtet. Ich dachte, es würde jetzt gesagt, die Batterie deines Controllers geht zu Ende. Deswegen habe ich jetzt wieder ans Kabel genommen. Aber wenn es nur eine Trophäe war, ist auch in Ordnung. Ich meine, aufladen kann man ja immer nach aller Ruhe, ne? Es ist so seltsam eigentlich. Weil eigentlich ist ja diese Idee mit den kabellosen Controllern absolut großartig. Schon vor zwei Konsolengenerationen, in denen das ja zum ersten Mal richtig eingeführt wurde, das Ganze. War super, aber ich bin immer noch so... Mein Problem ist nach wie vor einfach, dass die Batterie dann eben nicht so lange hält. Bitch. Ich habe ja auch eigentlich mal überlegt, mal nachzuschauen, ob es neue Batterien für PlayStation 5 Controller und sowas gibt, weil das weiß ich, dass es das für PlayStation 4 Controller gibt. Ich entsinne mich mit Xbox 360 zum ersten Mal Controller zu haben, die kabellos waren und mitunter schnell wieder aufgeladen werden mussten. Batterien sind natürlich jetzt heutzutage wesentlich besser als noch damals. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Batterien, die jetzt hier standardmäßig in den Controllern eingebaut sind, sind halt relativ billig. So, die sind nicht so die geilsten. Aber man kann das austauschen. Das ist möglich. Moment, ich will mal hier... Das Stärke-Tonikum braucht keine Sau. Ich hau mir ein Elixier hier mit rein, damit ich dann gut heilen kann. Das ist, glaube ich, besser geeignet für mich. Weil, wie gesagt, es gibt
Batterien für PS4-Controller, die einfach gleich mal 2 oder 3 Mal besser sind, mehr Kapazität haben als die standardmäßig eingebauten Controller-Batterien. Und das würde natürlich das Spiel so wesentlich verbessern und einfach langanhaltender dann für längere Spielsessions machen. Ich weiß aber nicht, ob es das eben für PlayStation 5 bereits gibt. Das muss ich mal nachschauen. Get out of my city or die! Da heilt einer, hä? Das kannst du gleich mal knicken. Okay, wo müssen wir hin? Ah, hier. Okay. Meine Güte, diese Sequenz hier gerade ruckelt. Ein Stück weit. Hier ist wirklich Framerate. Hier ist Framerate wirklich ein bisschen holprig. Muss ich sagen. Weil hier einfach ein bisschen zu viel los ist an Effekten und hast du nicht gesehen. Schockwelle, jetzt kriegen wir auch noch Wille des Blitzes, jetzt kriegen wir solche Sachen hier reingeschoben, ist aber auch schön. Moment mal. Wie viele? 1400. Ich bräuchte 2300, um diese Fähigkeit freizuschalten. Das hier würde aber nicht reichen, glaube ich, ne? Wenn ich das vergessen würde? Nee, reicht nicht. Weil diese Fähigkeit, die hätte ich auch gerne, weil diese Sachen machen richtig böse Schaden, ne? Diese untere Fähigkeit ist immer die richtig entweder übel Schaden macht oder übel Willenskraft zerstört. Das sind die Sachen, die ich dann immer gerne nutze, um einfach, ja, Schaden auszulösen einfach. Besonders die Fähigkeit hier wäre super. Um ganz ehrlich zu sein, ich könnte auch einfach die hier weghauen. Weil so geil ist die gar nicht. Und gib mir die anstelle. Ja, der Krallentanz ist teilweise wirklich besser. Dieser Wirbelsturm ist zwar lustig, aber dadurch, dass man einfach nichts sieht, ist einfach ein Problem. Und dann gebe ich mir den Ionenschlag und mit dem mache ich dann böse Schaden, wenn einer dann gebrochen ist, der Gegner, wenn der brechen musste. Schockwelle, Wirksamkeit, ja, okay. Oh, hier waren wir schon mal, oder? Ganz am Anfang gespielt, waren wir doch hier. Sämtliche Magier sind erledigt. Ja, immer erstmal auf die Magier. So. Das war überhaupt nicht notwendig. Aber wir machen es trotzdem. Oh, ups. Set her loose. Oh! They have a curl. They have a tank. No. Es ist ein Curl.
Nö, wahrscheinlich nicht. Okay. Blitzmiet. Au. Du siehst übel cool aus. Ich muss erstmal das Moveset kennenlernen hier von dem Vieh, ne? Okay. Komm. Warum? Kamera, bitte. Komm, greif an. Da, das wollte ich. Ja, hat nicht funktioniert. Komm. Greif mich mit einem Magieprojektil an. Genau das. Boah. Okay, also ganz ehrlich, dieser Angriff hat sich gelohnt, den nicht zu besorgen. It's building up to something. We need to stop it. Whatever it takes. Too slow. Then let's make this count. Meine Güte. Ah, Fähigkeit. War nicht aufgeladen. Der Angriff ist unglaublich nützlich. Okay, nee. Wilde Entladung. Okay. Du bist wirklich wild entladen. Au. Au! Jetzt bist du nicht mehr wild entladen. Hihi. Hui, das war ein cooler Kampf, der hat Spaß gemacht.
Diese Katze mit den langen Bärten. Das Lustige ist ja, bei diesen Katzen, die sind meistens eher so völlig unbeweglich. Die sitzen einfach nur da und man sieht nur die Schnurrhaare, wie sie sich bewegen. Curl Schnurrhaar. Kann ich eine neue Waffe draus machen? Ah? Jill! We meet at last, Sid. Or should I say Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Das ist wirklich so wie Seesteinhandstellen, wie in One Piece, ne? Hui. Oh, spielen wir jetzt Torgal? Für einen Moment? Oh, das wäre super cool. Oh, ich will Torgal spielen. That's just great, that is. I suppose it's up to me then. Bitte sag mir, dass wir Torgal spielen. Ich glaube, wir spielen aber eher Gav, oder? Der Klotz zum Köpfen? Ja, super. Okay, wer braucht Guillotine, wenn er so jemanden hat, hey? You! Bring the prisoner! Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Okay, doch nicht Torgal spielen. Schade. Gav! Shh. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. But the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Nearly forgot. Ich mag Gav. Hold on, Jill. I'm coming. Gav ist ein guter.
Zusammen mit Götz. Die sind meine Lieblinge von den... Von meiner kleinen Truppe von Rebellen. Das war jetzt aber auch wirklich nur dazu gedacht, damit wir jetzt irgendwie so eine Szenerie hier aufbauen können mit der Hinrichtung, oder? Don't you let her die. Ohne Ende Heiltränke jetzt. Hier wird schon gesagt, okay. Jetzt vaporisiert das Exkrement ein bisschen hier. I hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Poppy! Habt ihr die blauen Augen von Torgo gerade gesehen? Das ist... Torgo ist kein normaler Wolf. Ja. Ist er Fenrir? Er ist ein Dominant. Torgo ist ein Dominant. Jill, can you stand? Deswegen kann er auch so alt werden. Deswegen ist er jetzt schon immer noch so fit mit 18 Jahren. Wir haben einen Superhund. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is Ich wusste time we es. served Ich hab's the doch lady gesagt with mit us. Torgo, dass das schon sehr verdächtig war, als ihm der Äther nichts ausgemacht hat. Need this? Much obliged. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Never explain what the fuck your dog just did. Later, everyone. With me. That includes you, Toggle. Wurde dir gespoilert? Ach, na, das ist unschön. Where did this lot come from? Jill, can you still fight? I can try. Slow. Da habe ich zu sehr auf Heilen geachtet. Da habe ich ganz vergessen, dass hier ja noch angegriffen wurde. Guckt euch diesen Hund an. Ich liebe es. Still breathing, are you? Excellent. Then Lord Kupka's reward shall be ours. I thought bad news. Das hat was von den Kuschern in Berserk.
Au. Jetzt haben wir zumindest noch einen Gegner vor uns. Das war hektisch. Aber verwandelter Torgel. Ich hab's doch gewusst. Ich wusste It's over. For now. But I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Go on. If they come again, we'll hold them back. All right. But be careful. Und Torgel steht einfach da. Das wird gar nicht hinterfragt, was mit Torgel jetzt gerade ist. Na, der ist einfach da. Wuff. Danke für die Info. Kupka took our home, Clive. Don't let him take yours. Don't worry about us. Go. Ist hier noch was hier irgendwo rumliegt? Nee, ne? Also ich glaube, wir haben jetzt hier einen richtig heftigen... Wir haben einen Icon-Kampf vor uns. Ne? Gab es Rosarianer? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat auch seine Heimat einfach verloren. Wegen Kupka. Aber er sagt ja, er hat meine Heimat mir genommen. Also lass ihn die nicht noch deine nehmen. Also es kann auch sein, dass er nicht... Moment, können wir das nachschauen? Gav. Eine unerschütterliche Frohnatur und mittlerweile einer von Clives engsten Vertrauten. Bei Hugo Kupkas Angriff auf das alte Versteck, er meinte das Versteck, verlor er ein Auge. Sein legendärer Riecher ist jedoch zuverlässig wie eh und je. Und so ist er auch schon damals für Sid ständig unterwegs, um wichtige Informationen für das Versteck aufzutun. Ohne seine Hilfe wären die Fluchbrecher bei ihren Befreiungsaktionen von Trägern häufig aufgeschmissen. Also ja, er meinte mit seiner Heimat das Versteck. Okay, Torgel, das will ich jetzt mal wissen. Clives treuer Gefährte, der seine Vertrauten mit voller Kraft verteidigt. Als Jill im Hof von Schloss Rosalith in Lebensgefahr war, erwachte ein tief in ihm verborgener Instinkt und verwandelte ihn in ein Wesen mit Kräften, die jene einer Esper glichen. Ja, okay. Das werden wir noch rausfinden müssen, was mit Torgel los ist. Ich sag immer noch, meine Vermutung, er ist Fenrir. Er ist Icon Fenrir, in Wirklichkeit. Oder der Dominant davon. You're late. Trouble on the way. Just enjoying your entertainment. How gratifying. Have you come to defend your father's throne?
Lord Rosfield. The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. No! Ich meine, der Thron war jetzt auch nicht sah jetzt nicht allzu gemütlich aus sowieso. Da hätte man sowieso einen schöneren hinbauen können. Enough of your games, Kupka. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Okay, es war Imagine my Benediktas Kopf. disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice damned name. Es war Benediktas Kopf in der Kiste. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. Okay, das haben wir nicht gemacht. Wir haben sie getötet, ja. Aber mit der Leiche haben wir nichts gemacht. Bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me all along, Hugo. It was you. You killed her. I did. Dürfte er jetzt dankbar sein, weil er glaubt, er könnte jetzt seine Rache nehmen. Fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed that dream. Ich glaube eigentlich aber eher, dass sich Benedikt einen Scheiß um ihn gekümmert hat. Ne, der war einfach auch nur ein Mittel zum Zweck für sie. Rosfield, you will pay for what you've done. I'll tear you apart with my hands. Mit seinen Bärenhänden. And what of you? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kuka. No pity. And no mercy. Now die! Whoa! It is time you learned what becomes of those who dare to cross me. Cross! I'll kill you! Au.
Das könnte der erste Kampf werden, der wirklich mal ein bisschen Probleme macht. Glaube ich. Also bisher ist es überschaubar. Jetzt macht er Kombos. Okay, es ist nicht allzu viel Schaden, den wir hier machen gerade. Aber ich glaube, das kommt jetzt erst richtig. You will die by my hand, Rosfield. My hatred for you is unending. Unyielding. Let this palace be your grave. Oh, typische Titan an. Ja. Das kennen wir doch. Das war ja kaum Schaden. The world has chosen. I am in my element. There's no escape. What the fuck? The earth will always be my domain. Au. Ja. Fuck. Okay, also ich muss mehrfach ausweichen einfach. Ah. You'll beg for death!
Ihn wird es sicher freuen, dass wir hier die Fähigkeiten seiner Freundin einsetzen. Geht das wieder los? Das war der falsche Angriff. Ja, er ist ein Diglett. Too slow. Ah. Ruhe. Macht der einen auf Bayonetta, verdammt nochmal. Just like your forefathers. Your journey ends here. Hier ist aber auch was los, ey. Also das ist wirklich ein Kampf, der wird sämtliche Konzentration hier gerade mir ab und verlangt. Was auch immer dieser Angriff jetzt gerade war. Ah, yes. Bitch! Langsam krieg ich's. Ja, aber auch wirklich nur langsam.
Eieieiei. Schön, dass sie aber auch relativ wenig jetzt ihr wiederholende Voice-Clips oder sowas haben, ne? Das ist ja immer so eine nervige Angelegenheit. Krass, dass wir aber auch wirklich diesen gesamten Kampf jetzt hier machen müssen, ne? Ich hatte gedacht, dass jetzt irgendwie noch mal was Cinematisches kommt. Ich hatte eigentlich mehr Zerstörung erwartet. Naja, du, ganz ehrlich. Warte erstmal ab. Ich habe so das Gefühl, meine Vermutung ist, dass da noch was kommt. Die sind ja noch nicht vollständig verwandelt, ne? Also, wer weiß, was uns noch erwartet jetzt hier. Das Schloss könnte noch richtig schön kaputt gehen. Aber erstmal haben wir Hugo Kupka bezwungen. Das war mal ein Kampf. Alter. Erdsplitter, wir können ein Schwert machen wahrscheinlich. Der ist außer Puste, der kann nicht mehr, glaube ich. Aber ich glaube auch, genauso kann Clive nicht. Hat er ihm jetzt die Hände abgehackt? Hat er! Wow. Ach ja, genau, wir bekommen ja jetzt Titankräfte. Hab ich mir gedacht. Akolo! Er kann nicht mal richtig reden, aber ich glaube... Nee, das kann... Ich glaube... Ich meine, er ist auch ein bisschen zu sehr auf Adrenalin, glaube ich. Das interessiert ihn jetzt, glaube ich, relativ wenig. I'll fucking kill you.
You mustn't get yourself worked up. Was? Wait! Another time, Mythos. Was? Ich dachte, jetzt geht der Icon-Kampf los. Der was? Kommandant von Barnabas? War der das? War er das? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Ja, genau. Er hat es auch gerade gesagt, Voluta, ja. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. The biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. You missed one. We were worried. So was I. I was so close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kupka away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. So what do we do? We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Aye. All right. It'll give us a chance to solve the riddle of your magic mud, too. Hey, how you feeling? Ready to go home? Okay, jetzt verstehe ich. Die wollten das Schloss natürlich nicht komplett zerstören, weil es ist ja unser Schloss. Wir wollen das wieder haben. Und jetzt haben wir es quasi wiederbekommen. Wir haben auch noch sehr wenig von Barnabas mitbekommen, ne? Also ihn haben wir jetzt noch so gar nicht wirklich in der Story gehabt. Alle anderen schon so bisweilen. Aber hier, ne? Der Odin-Junge, der wird noch wichtig. Wir haben noch einiges vor uns, glaube ich. Ja, genau. Bisher wirklich noch ganz, ganz wenig von ihm gesehen. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman? About what?
about your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Jill, listen to Taya. I will. Thank you. Reflexionen. Und wir haben Titanenkräfte. Die Macht der Erde. Clive hat sich ein Stück der Essenz Titans einverleibt. Das Beschwören von Titans Kraft ändert nicht nur die elementaren Ausrichtungen deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Titanische Gerade. Ein einzelner mächtiger Faustschlag, der aufgeladen werden kann. Mehr Details dazu findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Granitschild. Das ist ein Schild, genau. Mit dem wir auch parieren können, richtig. Bumm. Und damit gibt es einen richtig starken Konterangriff. Weil das weiß ich noch. Diese Fähigkeit hatten wir in der Demo nämlich. Flups. So, was ist die Fähigkeit? Hier, Faustschlag, genau. Faustschlag auf dem Boden? Nee. Diese Fähigkeit ist sehr gut. An die erinnere ich mich. Ramme beide Hände in den Boden, wodurch eine Erdwand aus dem Boden bricht und alle Gegner in der Nähe wegschleudert. Ich glaube eigentlich, diese Fähigkeit ist gut, weil hier man sieht, sehr viele Faustschläge mit einmal, das macht gut Schaden und allem. Allerdings kann man die auch als Konterangriff nutzen. Und dann macht es erst richtig Schaden. Ja, die Fähigkeit will ich haben. Die ist schön. Und ganz ehrlich, da hauen wir Garuda einfach mal raus und nehmen Titan rein. In der Konstellation ist aber... Ja. Das stimmt. Man muss ein bisschen flexen, ne? Wir machen die Fähigkeit einfach mal besser, weil die ist ja noch extrem nützlich. Auch irgendwas, was wir kaufen können hier an Fähigkeiten jetzt so? Nee, ne? Nee. Nee. Okay, dann haben wir jetzt schon mal was Schönes hier alles zusammen. Gibt es Jagden, die wir machen können? Der wabbelige Tod. Okay, das dürfte auch so ein Flan sein. Not all of the nobles made it out alive. Vivian? Here for another of my lectures. Allow me to educate you. Wir haben natürlich jetzt, wer weiß wie viel noch freigeschaltet. Magisches Wesen. Ja, ein fabelhaftes Tier. Ich meine, das wissen wir, dass Vogel ein fabelhaftes Tier ist. Das ist ja nichts Neues. Spoiler! Fenrir-Fertigkeiten. Wer ist Fenrir? Danke. Der Interface-Spoiler. Seht ihr das links? Da stehen Fenrir-Fertigkeiten. Toll. Dann wissen wir es ja nur auch.
Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Wüsterwolf Fußreif. Okay, hier müssen wir dann auch mal langsam, muss ich mich dann offscreen um Nebenquests auch mal kümmern, um Come again. I may have more for you. ein bisschen mehr Ruhm einzustreichen. Quick look. Normale Nebenquests gibt es hier nicht mehr. Ich will auch mal ganz fix zum Shop und sehen, was ich kaufen kann und was ich herstellen kann beim Schmied. Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? About what? Und ja, hatte von einem Kanal, dem ich folge, Toggle transformiert als Thumbnail mit dem Titel Fenrir. Ja, es ist natürlich immer unschön. Ich nehme jetzt einfach nur die Quest jetzt mal schnell an, damit sie erledigt ist. Weil das Wichtigste für diese Quests ist wirklich dieser Ruhm, den man bekommt. Nicht die Belohnung der Quest selbst, die ist für den Arsch. Aber der Ruhm, weil das läppert sich zusammen und da bekommt man für die Ruhm-Eintausch, da bekommt man richtig gutes Zeug. Is it business or pleasure? It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Is that all? What do you need? So, what'll it be? Geierschwert? Nee. Nix Neues? Echt nicht? Die Armreife der Drachentöter, das hätte ich noch gerne, aber woher man diese gallertartige Masse bekommt, keine Ahnung. Elektrum. Das sind so Sachen, diese Drachentöter, Gurt und Armreif. Das ist was, eine Blaupause, die ich aus einer Quest bekommen habe. Allerdings weiß ich nicht, wo ich das Zeug herbekomme. Ich sollte auch vielleicht mal wirklich hier den Harpo besuchen, weil ich habe jetzt einiges an Lore freigeschaltet, das ich ihm jetzt mal geben könnte. Tome says he's looking for books about Tordor. I know. How good it is to see you, Clive. I have compiled some new entries, if you would like to see them. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Leustge, die Hauptstadt dem Eisernen König. Achso. Die heiligen Schilde der schwarzen Feder und Drachenauge. Das ist eigentlich mal etwas Interessantes. Ein Mutterkristall, der einst in der eisigen Tundra im Norden Sturms, die längs der Fäule zum Opfer gefallen ist, stand. Nach seinem Fall marschierten die Völker der nördlichen Gebiete Shivas Dominus in ihrer Mitte Richtung Süden. Okay, jetzt verstehe ich nicht. Jetzt ist natürlich auch jetzt eine Erklärung, warum es mehr Icons als Kristalle gibt. Es gab diese Kristalle früher. Allerdings mittlerweile auch nicht mehr. Es folgte ein fürchterlicher Kampf von Eis und Feuer, den der Phönix Rosarias schließlich gewann. Obwohl die Angreifer sich vorerst wieder in den Norden zurückzogen, sollte von da an eine Reihe an Kriegen und Schlachten folgen. Okay. You wish to study the tomes? Also wir wissen darüber schon mal zumindest Bescheid. Das ist schon mal gut. Mithril, ein mächtiges Metall. Not all of the nobles made it out. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time.
All right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Wer bist du jetzt? Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long? Wer ist jetzt Mid? Midadol Telamon. Eine Studentin an der Universität von Canver. Was technisches Wissen der Gegenwart oder die Geheimnisse von gefallenen Materialien angeht, steht sie den Gelehrten Valesters in nichts nach. Sie ist fest entschlossen, ihr innovatives und ebenso stures Köpfchen zum Wohle des Verstecks einzusetzen. Die kommt jetzt einfach so, blub, da ist sie da. Habt ihr schon mal jetzt, wurde sie schon mal irgendwo erwähnt? Die Freien Städte von Canva. Ein Zusammenschluss von Handelsstädten südöstlich der Republik Dalmekia, in der Hoffnung, Abstand von den innenpolitischen Rangeleien Dalmekias zu nehmen und sich auf seinen florierenden Handel konzentrieren zu können, erlangte der Stadtstaat Canva im Jahr 857 die Unabhängigkeit von der Republik. Die politische Macht liegt im Rat der Gildenmeister, einflussreichen Händlern und so weiter und so fort, ja. Okay. Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favor. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Ja, ich glaube. Ich habe sie nämlich auch noch vorher gar nicht, wusste auch nicht, wer das ist. Bis eben. Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Und Clive, also das hat nichts mit mir zu tun. The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Okay, aber jetzt, wer ist Mid? Warum kennen wir Mid bereits? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my neck to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right? I'll tell Otto. Moment. Oh! Ach ja, natürlich, Telamon. Oh, das ist Sids Tochter. Eine Studentin in der Universität von Terra schon in jungen Jahren legte die gleiche Begeisterung für Erfindungen wie ihr Vater an den Tag. Ja, daran habe ich ja auch gar nicht gedacht.
An Talent schienen sie ihn sogar zu übertreffen. Was technisches Wissen der Gegenwart oder der Geheimnisse von gefallenem Material angeht, steht sie den Gelehrten Valenciers in nichts nach. Sie ist fest entschlossen. Ja, okay. Das haben wir schon. Okay. We'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Ran an die Arbeit. Ja, okay. Machen wir. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Gut. Kümmern wir uns drum. Ist, glaube ich, egal, wo ich lang gehe. Es ist beides ewig lange, bis ich hier lang gelatscht bin. Ich hätte nicht gedacht, dass Sid eine Tochter hat. Das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Dass das vor allem auch so aus dem Nichts kommt. Ach ja, Sid hat eine Tochter. Hey. Ah, Sid und Mid. Ah, das kapiere ich jetzt erst. Oh. Oh, Sid und Mid. Ah, das tut ja weh. Ah. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Selbst hier gibt's Filter, genauso wie in FF7 Remake. Onto Mid when it comes in. Thank you, Karen. Blackthorn, you busy? What's it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? Yeah. I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Bardolph. Ist auch ein toller Name, Bardolph. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest.
Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Ja, ist doch ein bisschen seltsam. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir mehr davon gesehen hätten. Vielleicht irgendwie nochmal sie als kleines Kind irgendwie im Versteck zusammen mit Sid oder sowas. Das wäre schön gewesen, wenn wir nochmal mit irgendwo gesehen hätten. Zumindest eine Konversation mit ihr gehabt hätten. Und jetzt sind alle abgeschlachtet in Marthas Rest. Fast. Nein, diesmal nicht. Okay. Überraschend. Ah, Clive. What brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Na, das wird ja lustig. Das wird jetzt mal nochmal eine richtige, ewig lange Angelegenheit wahrscheinlich, hey? Ich glaube, jetzt geht es auch so ein bisschen, weil ich glaube, ich habe auch verstanden, was jetzt hier gemacht wird. Was uns jetzt hier erwartet. Mit hieß ja schon, dass sie eine Expertin über die Technologie der Gefallenen ist. Und ich glaube, jetzt ist so eine Sequenz, wo wir ein bisschen mehr über die Gefallenen erfahren. Vielleicht. Glaube ich. Möglicherweise. Oh, Ambrosia ist ein teleportierender Chocobo. Die beste Art von Chocobos. Verpisst euch. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Sein altes Well, that Zuhause. there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. This shouldn't take long. Wow, die... Soil and stone. Wusch. Ich muss ehrlich sagen, auch also von der Demo her weiß ich,
dass die Titanfähigkeiten so ziemlich die besten Fähigkeiten ever sind. Wisst ihr warum, ne? Fähigkeiten sind so sexy. Die Titanfähigkeiten waren spielbar in der Demo, ja. Als so ein kleiner Appetizer quasi. Too slow. Oh. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Die Vivi-Vogelscheuche im Hintergrund. Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. They said they'd give us new clothes. Up to their old tricks again. Shouldn't you be getting some rest, Sid? Dass wir aber auch alle noch Sid genannt werden, ist immer noch ein bisschen seltsam. Vor allem jetzt, wenn wir Mid hier bei uns haben. All right, Clive? You've all done then? I am.
I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Arthur's Rest. That's brilliant! Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. Governor. I can't wait. Titanische Gerade. Denkst du, dass ihre Mutter Benedikta war? Glaube ich nicht. Bezweifle ich. Doch ein ganzes Stück. Wie alt dürfte Mid sein? Also sie ist noch ein Teenager? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht 16? Oder sowas, 15, 16, 17, irgendwas in der Drehe? In der Zeit, also, Benedikta war ja auch jetzt nicht allzu wirklich alt, ne? Also, von den 5 Jahren war sie vielleicht 11, 12? Nee, Benedikta kann das nicht gewesen sein, weil ich glaube, zu der Zeit war selbst Benedikta noch ein Kind. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? Würde mich auch wundern, wenn sie Benediktas Tochter wäre, aber sie hat Benediktas Haare. He must have found something. Ich meine, wir können doch mal kurz mit Vivian reden. Um zu schauen. Weil das Ding ist, wenn Benedikta wirklich Mids Tochter wäre, dann würde das auch irgendwo Erwähnung finden, ne? You have the look of a man with the twins upon his shoulders. Ja. Ganz ehrlich, wie gesagt, diese Nebenquests sind teilweise einfach nicht interessant genug, dass man sich die anhören muss. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ganz ehrlich. Ich nehme die Quests an und mache sie auch, weil die geben Ruhm und noch ein paar Belohnungen und so weiter. Aber Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing. ja, stimmt auch wieder, ne? Which team? I'll go. Okay, hier habe ich zumindest schon mal alle. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich auch nicht mal, dass jetzt sie auch Benediktas Haare wirklich hat, weil Benedikta war sehr platinblond, sehr helles Blond und das war bei Mid jetzt nicht der Fall. War ja ein rötlicheres Blond, ne? Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One
awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Sehr unschöne There you are! I've been looking everywhere for you. Formulierung des Ganzen. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Frag mich jetzt nur, was das hier wird, was dieser Workshop werden soll. Ich meine, er meinte wortwörtlich die Nüsse, also die Nüsse, die man essen kann. Also, ja. Ist das ein Alchemielabor? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Ich frage mich nur, was das jetzt mir bringen soll. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. We have everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. Hey. Was das hier darstellen soll, was das hier werden soll, ist mir noch unklar. Aber es könnte interessant werden. I think I'll wait till mid's away to take a tour. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Jetzt kommt einer angerannt. Wir wissen, wo Kupka ist. Awkward silence. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? Okay. For your trouble.
It was a pleasure. Oh, hey. In hindsight. Onkel. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens, for your favourite uncle is here! Das strahlt gleich wieder. Ja, man merkt es wirklich. Der ist so... Sobald sein Onkel da ist, ist schön. Da geht's ihm gut. Ist ja auch wirklich zu schön zu sehen, dass auch mal was Positives passiert hier, ne? Sitz des kaiserlichen Hofes. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. Ja, genau, weil er das unbedingt auch wirklich war. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Die sind alle so tot. Und vor allem auch der Sohn der Olivier. Now, let us come to the question of precisely Selbst der ist when nicht the sicher, glaube Dalmex ich. will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Sehr Dion? sympathischer Yes, sir. Kerl. Mit seiner Blume aber auch immer. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders.
If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Dieses falsche Grinsen aber auch. May Gregor forgive you. Ja, so im Prinzip ist es genau das, was er macht. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Sie will, dass ihr Sohn an die Spitze kommt. Sie will Dion loswerden. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Okay. Jetzt sehr viel Story, die uns hier vorgesetzt wird, ne? My dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Wir haben Kohle auf einmal. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Geschichtsstunde. Die Cutscenes mag ich. Die sind schön, die gefallen mir. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him?
to load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned, and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Okay. Mid's finished outfitting her little work. Kleine Unterhaltung machen wir noch und dann ist Schluss für Kupka's at heute. Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Ich habe das Gefühl, dass wir beides machen werden. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Und sie ist wahrscheinlich Smids Mutter oder I'll keep so. that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Sehr gut. How may I help you today, Clive? All yours. Medaillon des Klerikers. Ich frage mich, was wir noch so alles hier bekommen. I may have more for you. Byron, was hast du noch so zu sagen? Wir reden so lange weiter, bis wir wirklich aufbrechen können in die nächste Karte quasi. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Der ist zu nett, der Lord Byron. Der ist zu positiv für diese Welt. Aber hey, das ist das erste Mal, dass wir richtig jetzt hier nach Dhalmekia kommen. Ja, ich habe meine Zweifel. Na, wir waren jetzt hier natürlich die ganze Zeit in Rosaria und in Sunbreak. Und jetzt sind wir hier endlich in Dhalmekia. Übrigens, was gerade auch mit Ash oder Ashra genannt wurde, das ist dieser andere Kontinent. Weil das hier ist ja die Welt quasi, mehr oder minder. Nicht ganz, aber kommt der größte Teil.
Und das ist quasi aufgeteilt in 2 Kontinente. Sturm und Asche. Also Ashra. Hier, Valut ist auf Ashra oder Ash. Und Sturm, da sind die ganzen anderen Länder. Und Valistea ist die gesamte Welt. Genau, ich habe nämlich die ganze Zeit immer erst gedacht, dass Valistea vielleicht nur der Kontinent ist, aber nein. Valistea ist die ganze Welt. So, aber wir gehen zurück erstmal ins Versteck. Weil jetzt werde ich mich dann offstream um die ganzen Nebenquests und sowas kümmern. Damit wir dann vorbereitet und gut aufgelevelt und hast du nicht gesehen, dann in die nächsten Story-Parts gehen können. Für heute soll es erstmal gut sein. Ash Milman spielt Amnesia the Bunker. Warte, was erzählt er in der Cutscene mit Benedicta, wie die Orks auf sein Kontinent für Ärger sorgen? Ich meine, die haben alle Probleme mit der Fäulnis, ne? Okay, wir raiden. Zack. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und ja, wir sehen uns eben am Donnerstag. Vielen Dank. Ciao.